Check, 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 Party People. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich habe jetzt hier die Schlüssel. Ja, so komme ich nicht ran. Wir müssen andersrum gehen. Hier hinten ran und dann Schlüssel ins Bike rein. Und ja, wir haben jetzt noch einen Akkustand, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, von 68%. Ich werde jetzt mal eine kleine Tour drehen und dann gucken wir mal, was passiert. So, Party People, ich habe jetzt das Visier zugemacht. Mal gucken, ob ihr mich trotzdem gut hört. Hallöchen. Das ist halt das Ding, war mit dem Bike, da hört dann keiner. Aber ist ja nicht schlimm. Soll ich mal gleich hier rausbeschleunigen? Kein Problem. Leute gucken, sehr geil. Und Kicking. Blinker aus, Leute, nicht vergessen. Zack und Vollbremsung. So muss sein. Ganz cool bleiben. Und ja, wieder langsam beschleunigen. Ihr seht den Tacho bestimmt nicht. Das werde ich noch ändern. Oh, boom! Das werde ich noch ändern, weil ich werde hier, ich habe eine Handyhalterung noch bestellt für die Seite und da werde ich Tracky dran bauen. Und dann blende ich euch das ein. Das ist überhaupt kein Problem. So, wir gucken mal, wie die Akustik ist, ob ihr mich noch hört, wenn ich jetzt mal hochbooste. 70, 80, 90, boah, 96. Gut, Leute, nicht übertreiben, André. Aber ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. 97, 100, 4, 6, 8. Ja, es geht ab, Leute. Das verspreche ich euch. Und wie gesagt, ich hoffe, die Akustik ist da. Ich werde noch rausbekommen, ob man rekuperieren kann. Das weiß ich bis dato nicht. Wäre schon cool. Ich sehe zumindest nichts in der Anzeige, dass sie rekuperiert. Aber sie fährt sich wirklich smooth. Und das ist das, was ich meinte. Man kann schön entspannt durch. Er grüßt jetzt, pass auf. Ne, er grüßt nicht. Scheiße, hat er gesehen, dass es Elektro ist, hä? Naja. Naja. Ich hoffe, die GoPro filmt überhaupt. Werde ich gleich mal checken, wenn wir jetzt hier gleich an der Ampel stehen. Grüßt er mich, der Kollege? Jo, entspannte Sache. Oh, Giulietta, gib Gas hier. Oh, Boost, ich schalte gleich ein S, Junge. Heftig, heftig. Heftig, heftig. Blinken, André. Jo, ich hab's drin. Kurvenlage, super Schwerpunkt natürlich, muss man echt sagen. Aber ja, ich bin noch nicht so der Geek in Kurvenfahren. Oh. Blinker ist aus, super. Es geht ja auch hier drum, dass ich einfach ein bisschen Routine reinkriege in das Fahren. Dass man hier noch mal ein bisschen, dass man hier noch mal ein bisschen, ihr wisst wie es ist, Gespür für kriegt für die Kurvenlage. Weil die Kurven machen mir aktuell noch ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Also ich bin da noch kein Profi drin. Ich glaube, wenn Leute das von hinten sehen, die denken, ui, was macht der denn da? Aber ja, da kommen wir rein. Das ist wie mit Fahrradfahren, denke ich mal. Wenn man da ein bisschen Übung hat, dann geht das gut vorwärts. Auch hier das Hochziehen, das ist sensationell. Es macht einfach Bock. Man kann schön entspannt mitfahren. Keiner zieht einen ab so richtig. Und das mit, ich sag mal, 11 kW war mit 125 Kubik. Das ist safe. Das macht einfach Laune. Das Problem hatte ich ja mit der 50 Kubik vorher, dass ich im Prinzip, oh, ich dachte schon Blitzer, dass ich im Prinzip ja zwar im innerorts gut fahren konnte, aber wenn ich jetzt mal zwischen den Dörfern ballern wollte, dann war das einfach nicht wirklich gut möglich, muss man einfach sagen. Und hier kannst du schön trecken. Gashebel kurz antippen und schon bist dabei. Und jetzt bei dem Wetter macht sowieso richtig Spaß. Jetzt kann ich gebe jetzt gar kein Gas, weil wir rollen jetzt. Das ist Wahnsinn, wie die rollt. Jetzt gehe ich hier ein Stückchen Gas. Also auch gerade jetzt bergunter und so. Die hat schon, ja, wie soll ich sagen, die ist schon sehr, sehr ruhig und ich gebe kein Gas. Hier, ihr seht meine Hand. Wir rollen unheimlich. 65, 66, also die hat einen Rolleffekt, das ist der Hammer. Das ist natürlich auch für den Verbrauch sehr fördernd. Weil, ja, das Ding schluckt ja nichts. Ich bin ja gestern schon mal über 50 Kilometer gefahren, habe nicht mal einen Akku halb leer bekommen. Das ist Wahnsinn. Und jetzt fahre ich auch noch mal ein schönes Ründchen. Also ich mache mir absolut reichweitentechnisch keine Sorgen. Und ja, jetzt seht ihr hier, das ist ein langgezogener Kurve. Ich traue mich noch nicht, mich richtig reinzulegen, aber ich bin voll dabei. So.
So, hier haben wir 30er-Zone. Ja, Blitzer stehen hier nämlich öfters, muss man echt so sagen. Und ich bin jetzt mit 34 km/h unterwegs. Wie gesagt, man muss halt schon mal gucken, weil am Gas hier mal schnell ziehen, dann ist man schnell mal vorne dran. Das ist bei Elektro einfach so. Da ist direktes Drehmoment da. Das ist gefährlich auf der einen Seite. Andererseits ist natürlich für den Spaßeffekt richtig geil. Das kann man echt so sagen. Und es macht richtig Laune. Die Karre hier ist zum Beispiel so abgestimmt, dass ihr untenrum ein recht entspanntes Fahren habt. Ihr habt nicht volle Leistung, sondern die Leistung kommt erst so ab, ich sag mal 40, 50 km/h. Und dann geht es richtig vorwärts. Da gibt es Schub. Das ist wie wenn der Turbo reinkickt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich fahre mal hier lang, nach rechts. Wir schauen mal, was die Straße bringt. Blinker aus. Deutschlandstraßen sind halt nicht die besten, das kann man echt so sagen. Boah, ich hoffe, diese Stimmeffekte oder Stimmwackelung kommen nicht zu sehr an euch an. Ja, die Leute, also ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, der Opa auch, die gucken halt, weil das Gehirn assoziiert automatisch Beifahren, Motorrad, ein Geräusch. So, die Karre hier ist aber mucksmäuschenstill. Also wirklich still. Da pfeift nichts. Das ist wirklich, normal kennen wir es vielleicht so von der Elektromotor, der pfeift und fiebt, aber hier ist gar nichts. So, das hängt auch mit dem Radnabenmotor zusammen. Und das irritiert die Leute. Ich glaube, da sprengen richtig die Feuerwerke im Kopf, weil die dann denken, was ist das? Naja, ich punch dann kurz und dann geht schon wieder weg. Von der Straßenlage ist das phänomenal hier, weil ja, die Federung, ich würde sie ja vorne noch weicher einstellen, aber ich kann sie nicht weicher einstellen, weil, zeige ich euch nachher mal, ich habe halt direkt den Bremskraftverstärker oder was auch immer das ist, das hängt mir direkt da unter der Schürze. Und wenn ich mit meinen 110 Kilo mal in die Eisen gehe und dann rüber ein Schlagloch fahre, dann knallt das unten aufs Schutzblech. Das ist ein bisschen schade. Deswegen habe ich die jetzt auf hart eingestellt. Ich denke mal, wenn ich die auf soft einstellen würde vorne auf jeden Fall nochmal das Bike ruhiger reagieren. Aber so ist es halt. Und dann noch hier die deutschen Straßen, Junge. Santa Maria. Wo sind wir hier gelandet? Es sieht ziemlich voll aus auf der Gasse. Wir fahren jetzt trotzdem mal hier lang. Wer es nicht kennt, ich schwenke mal ein bisschen nach oben. Das ist die Elisabethkirche in der Marbach. Ich glaube, ich müsste auch mal Kameras oder so eine GoPro hinten installieren, damit man die Blicke einfängt, wenn die Leute sich umdrehen. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt will ich mal gucken, habe ich überhaupt unten offen, dass ich Luft kriege hier. So, Marburg müsst ihr wissen, die noch nie in Marburg waren. Marburg ist unheimlich fahrradfahrerfreundlich. Ihr seht auch der Streifen, guckt mal den Fahrradstreifen an. Der ist genauso breit wie im Prinzip der Fahrstreifen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wa? Also er kann einen Panzer fahren auf der rechten Seite und auf der linken Seite da geht noch ein Piaggio. So ist es. Aber ist ja alles okay. Es ist völlig okay. So, ich schalte mal gerade um auf S, weil jetzt stehen wir und ich beschleunige mal raus. Untenrum ist wie gesagt sehr sanft. 20, 30, 40, Piep, Blitzer. So, der Jahres fährt jetzt rein und ich kick mal hoch bis 50 und wir haben schon 50. Na, gehen wir hoch auf 60. Oh, watzig. 70. Da Zoe hinterher. 75. Jetzt, also es geht wirklich gut berghoch. Oh, die Zoe puncht jetzt aber. Was ist jetzt los? Ich bin in S. Santa Maria, was ist jetzt los? 80, jetzt merkt man auch schon berghoch. Da wird schon zäh, aber ich bleibe dabei. 90. Mit 90 Sachen hier hochprügeln ist schon eine Hausnummer. So, Kurvenlage lässt sich einschätzen auf jeden Fall. So, SOC liegt bei 50% aktuell. Das heißt, wir haben jetzt echt den halben Akku verballert und sind gefahren um die, sag ich mal, 70 Kilometer. Das ist super. Und ich wiege 110 Kilo, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und ich bin jetzt keiner, der langsam fährt. Also ich versuche schon hier ein bisschen ordentlich Druck aufzubauen. Das ist schon mega, bin ich sehr zufrieden. Und das für 4.400 US-Dollar. Damals ist das umgerechnet ungefähr 3.900 Euro gewesen. Jetzt aktuell ist es sogar mehr. So, jetzt Kreisverkehr, ganz normale Situation. Blinken.
und rausziehen, Blinker aus und kicken. Wir haben keinen hinter uns, wir können mal fahren. Super Moment. Ich gebe ihn voll durch. 90, 100. Boah, ist das ein Gegenwind? Das ist ja heftig. 105, 6. Ja, ich sag mal so 110. Kriegst du auf der Piste schon hin. Aber wir haben gerade Monster Gegenwind. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Nicht, dass es mich vom Bike zieht hier. Wow. Wir fahren jetzt aktuell 100. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Jetzt geht's bergunter. Ah, ich kick mal, komm. 110, mal gucken, ob wir 115 erreichen. Oh ja, 116, okay, André, langsam. Wir hatten 116 kurzzeitig. Wow. Das ist genau das, was ich meinte. Schon wieder bei 105 einfach. Und ich gebe nicht dauerhaft Vollgas. Das ist wirklich ganz entspannt. Und wir haben bisher gerade mal 2% verblasen. Und ich fahre hier Geschwindigkeiten. Das ist schon für mich vorher ein Fremdwort gewesen. Mit einem Bike. So, jetzt bremse ich rein in die Kurve. Da unten kommt nämlich ein Kreisverkehr. Auch die Bremsen, das ist also super. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe, dass es nicht bremst oder so. Das ist ja CPS-Bremssystem dahinter. Das ist jetzt kein Blinken. Das ist jetzt kein ABS-Bremssystem. Aber ich fahre eh nicht im Regen, muss ich echt so sagen. Von daher, also ich sag mal, guck mal, ich gehe jetzt voll Gas. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen zu überholen. Also jetzt gerade sowieso nicht, weil Kurve kommt. Aber ihr wisst, was ich meine. Weil, ja, es ist Druck da, aber es reicht meiner Meinung nach nicht, um jetzt aggressiv da zu überholen oder so. Von daher, ja, kann man aber trotzdem schön mitschwimmen. Ich meine, dafür brauchen wir dann schon mal Bikes, die vielleicht dann wirklich die große Klasse anhören, diese Motor Zero, Zero Motorcycle meine ich. Oder, wisst ihr, was ich meine, die einfach ein bisschen mehr Feuer dann haben. Das Bike ist einfach dazu gedacht, okay, man kann mal entspannt mitschwimmen und muss sich keine Sorgen machen, dass man Hindernis ist auf der Straße. Egal ob Landstraße oder jetzt mal Stadtautobahn, wo man dann 100 fährt oder so. Wisst ihr, was ich meine? So, ihr seht Mais hier drüben, das sieht traurig aus. Der Regen fehlt einfach, kann man nicht anders sagen. Es war ein toller Sommer, viel Sonnenschein, keine Frage. Will man sich nicht beschweren. Aber für die Natur ist das schon eine Hausnummer, Mama mia. Das wird in Zukunft, denke ich, nicht weniger werden. Aber so ist es. Ich habe ja hinten 140er Reifen drauf statt einen 180er. Den gibt es leider mit Radnahmotor nicht anders. Ich hätte gerne 180er gehabt, sieht einfach wegen der Optik nochmal anders aus. Aber ein Reifen, der größer ist, wisst ihr, von meinem Black Ghost, der wiegt nochmal mehr. Und ja, braucht die Schwungmasse wieder mehr, um Beschleunigung zu kommen. Da ist mir das schon so in Ordnung. Ist schon in Ordnung, wirklich. So, wie gesagt, Kurven bin ich noch nicht so geübt. Ich blinke jetzt wieder und wir ziehen jetzt mal hier raus. Das ist eine schöne lange Gerade. Kann man voll durchladen. Hier ist ein Versatz, aber den spürt man kaum. Und ich bin voll am Gas an. Ich drehe jetzt voll an den Anschlag. 80, ich weiß nicht, ob ihr das seht, 90, 95, 100, 105, 107, 8, 9, 10, also 11, 12. Also das ist alles kein Problem. Das ist 20, gehen wir wieder runter. Also 112 so, wir haben eine gerade Strecke, jetzt geht es nicht mehr bergab. Das macht schon Laune. Ich fühle mich auch sehr sicher, muss ich sagen. Weil der Schwerpunkt ist sehr tief. Das macht schon Laune. So, und ich beschleunige raus. 60, 70, 80, 90, 100. Also auch mit dem niedrigen SOC, sag ich mal, ich habe jetzt 44%, geht das alles super. So, ich fahre jetzt mal wieder nach Hause. Das heißt, wir fahren jetzt links.
Ich gebe Vollgas, war. Also untenrum ist es sehr sanft eingestellt. Das heißt, ja, man hat eine entspannte Abstimmung. Bedeutet aber auch, dass ein hinten nicht gleich das Heck ausbricht, wenn man Gas gibt. Ihr seht hier den Tankdeckel, war. Bei der Alrendo ist hier der Typ 2 drin verbaut. Bei mir ist hier gar nichts verbaut. Das heißt, der ist, ich weiß nicht, ob das Bike früher mal als Verbrenner gab. Vielleicht wisst ihr das da draußen von der Optik her. Ducati, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist hier nichts verbaut drin. Und ja, aber von der Optik sieht schon brutal aus. Wenn man das mal so anguckt. Der grüßt bestimmt. Jo, bester Mann. Das feiere ich. Ich glaube, wenn manche wüssten, dass das Elektro ist, würden die nicht so einfach grüßen. Aber ja, Biker unter sich. Na komm. Ah, dann nicht. Ah, dann nicht. Da wollte ich mal nett sein, Leute. Ihr wisst, wie es ist. Aber sie wollte nicht. Da ist man nett und sie wollte es einfach nicht. Naja. So, ihr Lieben. Ich bin jetzt in meinem Hometown angekommen. Und kann euch mal ein kurzes Update geben. Wir haben jetzt ein SOC von 36% und ich habe jetzt 96 Kilometer runter mit einer Akkuladung. Das bedeutet, wir kommen locker, wirklich ganz locker, entspannt auf unsere 100 Kilometer mit meinen 110 Kilo und auch mal Vollgasfahrten. Ihr habt es ja gerade auch gesehen. Das heißt, wir sind super dabei, wirklich. Das ist, also ich empfehle euch auch, wenn ich dieses Video dann rausbringe mit dem Bestellen, wo ihr das selber bestellen könnt, spart nicht am Akku. Nehmt wirklich den größten Akku, wenn es geht, und dann habt ihr auch Spaß. Dann braucht ihr euch keine Sorgen um die Reichweite machen, weil ja, Akku ist King. Das Bike ist dann zwar minimal schwerer, aber ihr habt auf jeden Fall dann eure Ruhe. So, in diesem Sinne, Leute, ich verabschiede mich. Ich fahre jetzt hier in die Hut rein. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt das gerne noch mal machen, wenn ihr wollt. Sagt gerne mal Bescheid. Bis dann, ciao.